Herzlich willkommen bei 3W Modellmotoren. Wenn ihr dieses Video seht, bedeutet das leider, dass wir unser Nikolausmarkt nicht wie gewohnt durchführen konnten. Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwer einzuschätzen, wie die Corona-Regelungen im November sein werden. Deshalb haben wir jetzt schon mal eine virtuelle Darstellung unseres Nikolausmarkts aufgenommen, da wir uns den Spaß nicht nehmen lassen wollen, euch unsere geilen neuen Projekte für das Jahr 2021 vorzustellen. Und deswegen würde ich sagen, geht's jetzt los. Ich bin Chris Werner und ich habe heute die Ehre, euch durch unseren 3W Nikolausmarkt zu führen. Wir haben für euch ganz viele tolle Sachen vorbereitet. Ihr kriegt zum einen einen Einblick hinter die Kulissen, von der Montage bis zum ersten Testlauf eines Motors. Des Weiteren sind unsere Teampiloten da, die euch die ganzen neuen Modelle und Produkte vorstellen werden. Wir haben ebenfalls auch einen Ehrengast da, eine Legende des Modellflugs, der auch ein neues Produkt vorstellen wird. Und zum Schluss haben wir uns auch noch was ganz Tolles für euch überlegt. Nachdem der Nikolausmarkt leider nicht so stattfinden kann, haben wir trotzdem eine Verlosung für euch. Ihr könnt auf jeden Fall riesen Preise gewinnen, aber dazu später mehr. Es ist natürlich ganz klar, dass nicht jeder bei der Verlosung gewinnen kann. Trotzdem haben wir uns in diese Richtung was überlegt und möchten euch was mitgeben. Ihr habt die Möglichkeit, fette Rabatte abzusahnen. Vom 4. bis zum 11.12. gibt es 20% Rabatt auf alle Competition-Motore, 10% Rabatt auf alle Classic-Motore und noch 10% auf unsere legendäre Berghead, die wir wieder als Bausatz anbieten. Also kauft auf jeden Fall fleißig ein, dann habt ihr auch ein passendes Weihnachtsgeschenk für das Jahr 2020. Und jetzt geht's auch schon los mit unserem ersten Show-Act. Wir haben unseren langjährigen Teampiloten Rainer Kamnitz da, der euch die neue RV4 vorstellen wird, angetrieben mit einem 3W70 Reihenmotor, den euch ebenfalls unser Teampilot Fabian Oft vorstellen wird. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Mein Name ist Rainer Kamnitz. Ich möchte euch gern die Maschine vorstellen von Walter Krupp Modellbau, die RV4. Die Maschine, finde ich, ist unheimlich gut gelungen. Dieses Design wurde im Original hergestellt, das heißt, die Originalmaschine existiert. Von dieser Originalmaschine wurde die Lackierung abgenommen und wird eben jetzt so produziert bei Krupp Modellbau. Der Flieger an sich bewegt sich wie die große 2,90 Meter Maschine. Leistungsentfaltung mit diesem 3W70 Motor, der eingebaut ist, der 6,8 PS bringt, enorm gut. Das Gewicht-Leistungsverhältnis auch sensationell. Von den Langsamflugeigenschaften mit gesetzten Klappen kann man also wirklich tiefe, langsame Slow-Motion-Flüge machen, Klappen einfahren, Gas geben und man kann im Prinzip das ganze Kunstflugprogramm durchfliegen. Messerflug, Kreis. Bei dieser Maschine speziell haben wir jetzt den 70er Reihenmotor eingebaut. Der Motor hat enorme Vorteile. Das ist einmal die Laufruhe. Er hat also wirklich keine Vibration, wie ein Vierzylindermotor auch. Die Gasannahme sensationell, also wirklich jeder Zahn am Sender überträgt sich auf den Motor. Zudem kann man, oder ist alles vorhergesehen, dass man einen Server einbauen kann, direkt am Motor. Man kann alles draußen schon programmieren, dann den Motor einbauen und es funktioniert alles. Man muss keine Angst haben, dass irgendwas blockiert oder sonst irgendwas. Alles extern zu programmieren, einzubauen und dann hat man diese Thematik im Prinzip schon erledigt. Was auch noch zu erwähnen wäre, bei diesem Motor, dieser Reihenmotor 70 Kubik, man braucht keine zwingende Luftführung. Das heißt, der hintere Zylinder läuft nicht heiß, was man oft immer so hört und dieser Mythos besteht. Wir haben die Zylinderkopftemperatur gemessen und auch ohne Luftführung gibt es keine Temperaturprobleme. Das wollte ich anmerken zu diesem Motor, in diesem Modell. Was noch ganz wichtig zu erwähnen wäre, die Details bei diesem Modell. Es kommt genau so aus dem Bausatz. Das heißt, wir haben auch diesen Überrollbügel im Bausatz enthalten. Jeder, der ein wenig, sage ich mal, sich noch näher an diese Scale-Dinge orientieren möchte, kann aus diesem Modell tatsächlich ein Semi-Scale-Modell machen.
Fullscale geht natürlich auch, aber da ist der Aufwand eigentlich doch etwas größer, ganz klar, weil die Ruder sind eben nicht in Hohlkehle, sie sind normal angeschlagen, was aber vom Aufwand her unheimlich leicht ist, dieses Modell fertigzustellen. Ich kenne das Modell auch im Original, also wir haben bei unserem Flugplatz eine RV4 und wirklich erstaunlich, wie detailgetreu diese Maschine zum Original rüberkommt. Die kleine RV4, klein, relativ natürlich, 2,40 Meter ist schon ein Wort. Also es ist schon wirklich ein großer Flieger. Er macht unheimlich Eindruck auf dem Flugplatz. Es ist also kein Spielzeug, es ist ein richtiges Männerflugzeug, sage ich mal so. Steht in nichts nach der großen mit 2,90 Meter. Es ist wirklich nur bedingt vom Auto her, dass man sagt, was kann ich einladen, was kann ich nicht einladen. Und wenn einer sagt, die 290er kriege ich nicht rein, der kauft sich tatsächlich diese kleinere Maschine. Vom Handling super und von den Flugeigenschaften steht die in nichts nach. Die fliegt hochpräzise. Ihr werdet noch ein Video sehen. Ich werde mit der Maschine noch einen Flug machen, wo man mal filmen sollte. Und dann wird dieses Video veröffentlicht und werdet ihr sehen, mit der Maschine lässt sich alles fliegen, was der Kunstflugpilot, das Herz vom Kunstflugpiloten abverlangt. Servus Leute, ich bin der Fabian Oft und ich stelle euch heute meine Use vor, in dem der 3W70 Reihenmotor eingebaut ist. Auf den Flieger bin ich mit meinem Opa zusammengekommen, weil wir den in einer Zeitschrift gesehen haben und haben dann auch glücklicherweise einen Bauplan gefunden. Den Bauplan hat dann mein Opa vergrößert, dadurch ist der Flieger entstanden, gibt es nur einmal, so wie er hier steht. Der Flieger hat eine Länge von 2 Meter und eine Spannweite von 1,90 Meter. Angetrieben wird er dann vom 3W70 Reihenmotor. Ich hatte die Ehre, wirklich den ersten Motor zu bekommen und in den Flieger reinzuschrauben. Und ich bin einfach nur begeistert vom Motor. Vom Laufverhalten, von der Laufkultur, die Laufruhe, die Vibrationen. Man kann im Stand kaum wirklich ein Flattern der Ruderflächen erkennen, was auch enorm im Prinzip die Getriebe von den Servos schützt. Das ist echt richtig gut an dieser Stelle, muss man sagen. Und der Motor hört sich im Stand fast an wie ein Sternmotor, also das ist der absolute Wahnsinn. Das ist richtig cool. Normalerweise fliege ich eigentlich nur 3D-Kunstflugmaschinen, 2,60 Meter aufwärts mit einem 110er dann drin und das ist eigentlich mal eine komplett andere Sparte. Das hat mich richtig fasziniert, weil da gibt es auch einen Film drüber. Das war der erste Flieger, der die 500 km/h-Marke geknackt hat, damals Howard Hughes Aviation. Und das einfach jetzt live zu erleben und selber so ein Flugzeug zu besitzen, stehen ganz viele Leute drauf, ist richtig cool, einfach ein Hingucker auf jedem Flugtag mit den Motor in Kombination, einfach ein Traum. Ich sitze nun an einem unserer Tische, wo die Motoren montiert werden. Wir haben nun die Möglichkeit, unserem langjährigen Mitarbeiter Martin über die Schulter zu schauen, wie er bei einem 3W70 Reihenmotor die Ansaugbrücke montiert. Allgemein zu sagen ist, dass an der Ansaugbrücke der Vergaser und das Gasservo sitzt und diese hat die Aufgabe, das Luft-Benzin-Gemisch in die Zylinder zu leiten. Dieser Arbeitsschritt wird hochpräzise und sorgfältig durchgeführt. Dabei ist zu achten, dass die Ansaugbrücke plan auf den Zylindern aufliegt, um so die vollständige Funktion und Dichtigkeit zu erzielen. Schon wirklich sehr interessant, wie so ein Motor entsteht. Weiter geht's mit einem neuen Produkt von Grupp Modellbau, den GM-Trainer, den euch unsere Teampilotin Isabel vorstellen wird. Angetrieben wird das Modell mit einem 3W28 und anschließend erfahrt ihr noch mehr über die Montage dieses Motors. Und los geht's! Hallo, ich bin die Isabel und ich stelle euch heute meinen GM-Trainer vor. Ja, in meinem Trainer habe ich einen 3W28 verbaut, den ich auch schon selbst angeworfen habe. Die Besonderheiten des Modells sind, dass es ein V-Leitwerk hat, das sogar demontierbar ist. Und es ist dann gut, wenn man zum Beispiel ein kleineres Auto hat, dass man das dann auch mitnehmen kann. Das hier ist jetzt ein Prototyp und das Serienmodell, das wird dann Landeklappen bekommen. Die hat der Prototyp noch nicht. Also abschließend ist zu sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden mit dem Flieger bin. Ich komme damit sehr gut in der Luft zurecht und er ist auch wirklich kinderleicht anzuschmeißen. Und gerade ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme und ein bisschen Angst davor, aber da muss man wirklich keine Angst haben.
Ich sitze jetzt hier an einem Arbeitstisch, wo normalerweise unsere Motoren montiert werden. Unser langjähriger Mitarbeiter Martin, der mittlerweile schon seit 17 Jahren in unserem Team ist, montiert jetzt diesen Zylinder auf dem 3W28. Und was man dazu beachten hat, erfahrt ihr jetzt. Bei der Montage unserer Motoren steht natürlich die Sicherheit und Qualität an oberster Stelle. Deshalb durchlaufen alle Bauteile eine Sicherheitsprüfung und eine Qualitätsprüfung. Bei der Montage wird darauf geachtet, dass diese hochpräzise und sorgfältig durchgeführt wird. Alle Montageschritte bis zum fertigen Motor werden hier bei uns im Werk in Hanau durchgeführt, wie zum Beispiel die Kurbelwellen. Diese werden hier montiert und fein gewuchtet, um einen ruhigen Lauf zu garantieren. Bei der Montage des Zylinders achtet unser Mitarbeiter Martin darauf, diese hochpräzise und sorgfältig durchzuführen. Bevor der Zylinder montiert werden kann, ist darauf zu achten, dass der Kolbenring richtig im Kolben sitzt. Anschließend kann die Zylinderkopfdichtung aufgelegt werden und der Zylinder montiert werden. Nach der Zylindermontage wird das Spaltmaß überprüft und gegebenenfalls der Zylinder angepasst, um so alle Toleranzen einzuhalten. Nun ist der Zylinder montiert. Anschließend möchte ich euch noch eine weitere Neuheit vorstellen. Und zwar unseren neuen Servohalter, hier ebenfalls an einem 3W28 montiert. So hat man die Möglichkeit, vor dem Einbau des Modells das Gasservo und den Gasweg einzustellen und kann auch gegebenenfalls beim Ausbau gleich das ganze Antriebssystem, das heißt Gasservo und Motor, demontieren. Jetzt geht's weiter vom 28er ein paar Nummern größer. Und zwar stellt euch jetzt Dennis Gutowski seine Husky vor, verbaut ein 3W110 IB2. Hey, mein Name ist Dennis Gutowski und ich stelle euch heute die Husky von Krupp Modellbau vor. Die Husky hier hat einen 3W110 IB2 verbaut. Meine Husky persönlich hat einen 3W80 XI verbaut, das ist ein Einzylindermotor. Der Flieger hat ein Gewicht von 15,5 Kilo. Meine mit dem Einzylinder ist etwas leichter. Durch die super Bauweise ist das Gewicht auch sehr, sehr gut zu erreichen. Auf dem kompletten Modell sind Krupp-Servos verbaut, die auch der Walter im Shop als Combo anbietet. Zusätzlich bietet 3W für dieses Modell auch eine Combo für den 110er an oder je nachdem, wenn man es wünscht, auch für den 80er. Also das Modell eignet sich von den Flugeigenschaften her sehr, sehr gut für den Anfang. Ich habe mit dem Flieger auch schon sehr, sehr viel geschult oder auch Kunstflug geflogen. Mit dem Flieger ist tatsächlich alles möglich und ich finde das Modell einfach sehr, sehr cool von der Größe her. Ich schleppe mit dem Modell sehr, sehr häufig, vor allem 7 bis 8 Meter Segler von 5 Kilo, aber auch bis hin zu 22 Kilo. Das schafft der 80er Motor und mit dem 110er schafft es natürlich auch mehr als 22 Kilo. Zusätzlich möchte ich euch noch sagen, dass man mit Kleinigkeiten dem Original sehr, sehr nahe kommen kann. Bei dem Modell hier sind jetzt sehr, sehr viele Nieten, die kann man hier sehr schön sehen. Auf dem kompletten Modell aufgetragen. Zusätzlich in diesem Modell ist noch eine Unilight-Beleuchtung verbaut, in den fertig ausgeschnittenen Vorrichtungen dafür, die so mitgeliefert werden von Krupp Modellbau. 3,60 Meter. Wem das zu klein ist, 4,26 Meter. Die Carbon Cup von Krupp Modellbau. Und bevor es das gibt, gibt es eine Reise in die Vergangenheit. Über die 3W-Historie, vorgestellt von Peter Weinhold und Kai Weinhold. Hallo liebe Freunde, ich darf euch begrüßen zu dem Nikolausmarkt 2020 von 3W Modellmotoren Weinhold GmbH. Wir mussten das dieses Jahr auf diesem Wege machen, aus Gründen der Pandemie. Wir haben jetzt uns das überlegt, es wäre nicht möglich gewesen, den Nikolausmarkt in der alten, gewohnten Form durchzuführen. Deswegen machen wir ein Video mit unserem ganzen 3W-Team, stellen uns unsere Neuigkeiten vor und unsere neuen Projekte für 2021.
Mein Name ist Peter Weinhold. Ich habe 1985 die Firma 3W Modellmotoren gegründet, mit einem Partner zusammen. Unser erster Motor war der legendäre 3W60. Der zweite Motor war der 3W80, dann kam der 3W40. Und der berühmteste TOC-Motor war der 3W120, der bis 2000 auf dem TOC, Tournament of Champions in Las Vegas, geflogen worden ist. Danach haben wir uns gewagt, ein Experiment, das war ein Vierzylinder mit 160 Kubik. Wir hatten diesen Motor erfolgreich konstruiert, erfolgreich zum Leben erweckt und es war einer der erfolgreichsten Vierzylinder-Zweitaktmotoren, die es überhaupt gab. Und anschließend haben wir die Vierzylinder-Serie weiter fortgesetzt. Es kam dann ein 140er Vierzylinder, es kam ein 212er Vierzylinder, dann kam ein 220er Vierzylinder und jetzt haben wir einen 940er Vierzylinder. Aus dem machen wir jetzt einen Sechszylinder mit 210 Kubik. Und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, indem wir den Motor mit einer Kleinserie starten werden. Und dann ist ab 2018 habe ich die Firma gekauft, die Firma 3W Modellmotoren GmbH. Und wir sind jetzt, meine Familie, mein Sohn, meine Frau und ich, alleinige Besitzer der Firma 3W Modellmotoren Weinhold GmbH. Da ich schon in den gesetzten Alter gekommen bin, haben wir uns überlegt, dass ich jetzt die Firma an meinen Sohn weitergebe und ihm die Verantwortung gebe. Er hat jetzt die neue Firma 3W Professional gegründet. Ich bin bei meinem Sohn angestellt, wird weiterhin die Geschäfte und die Technik führen. Und mein Sohn macht die ausländischen Geschäfte, die Industriekunden und alles, was so anfällt. Und ich freue mich schon drauf, weil mein Sohn hat einen Riesenspaß, die Firma 3W weiterzuführen. Und jetzt gebe ich das Wort an meinen Sohn Kai Weinhold. Danke. Ich bin Kai Weinhold. Gemeinsam mit meinem Vater führe ich die Firma 3W. Ich bin mit 3W groß geworden und arbeite jetzt schon seit 5 Jahren in der Firma. Für mich ist es eine große Ehre, die Firma weiterführen zu können. 3W steht für Qualität Made in Germany und mir ist sehr wichtig, dass das auch so weitergeführt wird. Wir haben in der Vergangenheit unsere Motoren immer weiterentwickelt. Dabei sind verschiedene Versionen von Motoren entstanden. Das ist einmal die Classic-Version, das ist die Standardversion von unseren Motoren. Dann die Competition-Serie, da sind die Zylinder modifiziert für mehr Leistung und ein besseres Ansprechverhalten. Und zuletzt haben wir unsere Professional Line für die Industriekunden entwickelt. Die Motoren wurden modifiziert, um den Ansprüchen in der Industrie zu genügen. Die Langlebigkeit, die Zuverlässigkeit und auch die Wirtschaftlichkeit wurden nochmals verbessert. Und die Motoren werden 8 Stunden eingelaufen und sind dann bereit für den Einsatz beim Kunden. Servus, ich bin der Armin und ich stelle euch heute die Carbon Cup von Grupp Modellbau vor. Verbaut habe ich hier einen 140 Kubik Vierzylinder von 3W, in Kombination mit der XOR 30×12 Luftschraube. Ausgestattet ist das Modell mit dem empfohlenen Zubehör von Grupp Modellbau, heißt die ganzen Servos, die empfohlenen Servohebel, genauso wie die Schleppkupplung, mit der man ohne Probleme Segler bis 25 Kilo schleppen kann. Faszinierend finde ich die Langsamflugeigenschaften von der Carbon Cup. Mit gesetzten Klappen und eingeschalteter Rauchanlage ist es fast möglich, nebenher zu laufen. Noch dazu ist es möglich, die Carbon Cup nicht im klassischen Segment zu fliegen, sondern auch etwas Kunstflug damit zu machen. Somit ist es für mich das ideale Fluggerät, um Segler zu schleppen oder auf meinem heimischen Flugplatz Spaß zu haben oder auf großen Veranstaltungen einfach eine Show abzuliefern. Also ich bin der Klaus Uhl. Ich habe von Grupp Modellbau die große RV4 mit 3 Meter Spannweite und 2,60 Meter Rumpflänge dabei. Also verbaut habe ich in diesem Modell ein 3W 140 B4, alleine schon wegen der Laufkultur und keine Vibrationen, wo servoschonend ist und alle anderen Komponenten ja auch schont. Und wie gesagt, also ich fliege das Modell jetzt 5 Jahre und hatte noch nie Probleme mit dem Motor. Verbaut sind in diesem Modell alle Komponenten, wo man bei Walter Grupp auch bekommt, mit den Servos, Tankhalter,
Tankstutzen. Also das Modell eignet sich hervorragend für einen Semiscale-Ausbau. Man kann mit Nieten arbeiten, wie ich hier habe, mit 2,2 x 6,5 Schrauben, wo ich verbaut habe, sowie Cockpit-Ausbau und als Beleuchtung, wo wirklich dem Flieger sehr, sehr gut steht, habe ich die von Unilight. Es ist immer schön, mit diesem Klasse-Modell zu fliegen, aber das Allerschönste ist immer die Eröffnungsflüge beim Horizon Airmeet, wo ich mache und einfach nach dem Start raus, Smoke on, wie sie es ja immer verlangen, Smoke on, und dann kann man das nämlich richtig schön vor den Zuschauern, wo sehr, sehr viele immer da sind, richtig toll präsentieren. Ich bin der Manuel Kamitz. Hier neben mir seht ihr jetzt die AV4 von Grupp Modellbau. In dem Fall wurde ein 140 Kubik Vierzylinder 3W einbaut in Verbindung mit einer XOR 3013. Die Kombination ist sensationell gut. Der Motor hat extreme Leistung, auch für den relativ großen Propeller. Hammer Performance, Hammer Gasannahme. Wie man jetzt hier sehen kann, ist die Zwangskühlung schon fix und fertig montiert. Die gibt es bei unserem Bauservice zu erwerben, gerade für den 140er Vierzylinder, weil viele natürlich einfach mit dem Vierzylinder denken, ja, mit der Kühlung, wie mache ich es richtig und so weiter. Da kann man bei uns entweder die Kühlung schon so fertig geharzt und lackiert bestellen oder als Fressteilesatz, dann kann man selber zusammenbasteln und anpassen, wie es ihm gefällt. Genau, ansonsten die RV4 genauso wie alle anderen Modelle vom Grupp Store, die Carbon Cup, den Big Lift, die Husky, gibt es bei uns beim Bauservice fix und fertig zu kaufen. Man kann einfach bei 3W oder beim Grupp Modellbau auf der Homepage sehen, was dann bei den Sets, bei den Modelle alles dabei ist. Also sprich das komplette Equipment von Grupp Modellbau bei 3W mit Motor, Dämpfer, Krümmer und dann das Modell natürlich selber. Und das Highlight an der Sache ist, wenn man die ganzen Sachen zusammenrechnet, was die Listenpreise unterm Strich dabei rauskommt, dann für einen geringen Aufpreis kriegt man das Modell bei uns im Bauservice fix und fertig gebaut. Man muss im Prinzip nur noch einen Empfänger reinmachen, den Flieger programmieren, auf den Flugplatz gehen und richtig Spaß haben. Aufgrund unserer hohen technischen Ausstattung bei uns in der Werkstatt daheim können wir natürlich auch sehr individuelle Kundenwünsche realisieren, da wir eine CNC-Fräse haben, haben Zugriff auch auf sehr präzise CNC-Maschinen, wo auch wirklich dann aufs Hundertstel gefertigt werden kann, wer das wünscht. Dann haben wir eine Drehbank noch zur Hand, mit der wir da auch alles Mögliche, was der Kunde sich wünscht, realisieren können. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, wir bauen nicht nur, sondern wir haben auch einen guten Lackierer an der Hand, der die Modelle dementsprechend dann designt und so gestaltet, wie sich der Kunde das wünscht. Hier zu meiner Rechten seht ihr die wunderschöne AV4 mit dem 140er Vierzylinder, die wir auch mit unserem Bauservice gebaut haben, bzw. den Motoreinbau komplett realisiert haben. Und der Flieger, der wird heute unserem langjährigen Teamkollege und guten Freund Wolfgang Matt übergeben. Ja, also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken beim Modellbauservice Kamitz für den Einbau des Motors und auch vor allem für die Luftführung, die er da gemacht hat. Und ich gehe davon aus, dass das bei jeder Außentemperatur der Motor super läuft. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei 3W für den super Vierzylindermotor und auch bei Walter Grupp Modellbau für die RV4. Ich finde das ein super tolles Modell und ich freue mich riesig darauf, mit dem Modell demnächst fliegen zu können. Mein Name ist Wolfgang Matt. Ich bin eigentlich seit meiner Jugendzeit Modellflieger. Meine Hauptfliegerei war ursprünglich F3A. Ich bin dann später beim TOC in Las Vegas mitgeflogen und da hat sich dann die Zusammenarbeit ergeben mit 3W, als dann die großen Modelle zum Zug kamen. Da habe ich immer mit viel Freude die 3W-Motoren geflogen, was eigentlich immer super funktioniert hat. Das TOC in Las Vegas, das
wo ich dann Anfang 2000 war das letzte, genau in 2002. Und damit war das leider dann nicht mehr so, dass ich so viel mit den Benzinmotoren geflogen bin in der Zwischenzeit. Aber ich freue mich jetzt heute riesig auf so ein Modell mit so einem Motor. Und wie gesagt, ich freue mich riesig, später damit fliegen zu können. Wir befinden uns jetzt im Testraum. Vor der Auslieferung wird jeder Motor einmal hier getestet. Und dabei werden natürlich viele Parameter überprüft. Es wird zum einen die Drehzahl gemessen, die Zylinderkopftemperatur, der Standschub und die Vergaser werden auch passend eingestellt. Das heißt, der Kunde hat dann einen perfekt funktionierenden Motor, der schon mal getestet gelaufen ist, eingestellt ist und bereit ist, verbaut zu werden. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. Deswegen werden viele Richtlinien eingehalten, um den Testlauf so sicher wie möglich zu machen. Zum einen werden die Abgase abgesaugt, zum anderen erhält jeder Mitarbeiter eine Sicherheitseinweisung und wird auf den Prüfstand geschult. Unser Prüfstand ist natürlich auf dem neuesten Stand der Technik, da dieser uns dabei hilft, neue Parameter zu erfassen und somit auch die Motoren weiterzuentwickeln. In unserem Werk entwickeln wir nicht nur Motoren für den Hobbybereich, sondern auch für die Industrie. Diese Motoren werden kundenspezifisch angepasst und hier könnt ihr unsere neueste Kreation sehen, die Professional Line. Ich halte in der Hand den neuen 3W70 Reihenmotor in der Professional Ausführung. Wir Teampiloten leisten auch unseren Teil dazu bei, denn wir testen diese Motoren im Grenzbereich und geben unsere Erfahrungswerte weiter, damit wir im Werk weiter die Motoren entwickeln können, um ein besseres Produkt zu erzielen. Wie zu Beginn des Videos angekündigt, kommen wir nun zu unserer Neuheit, die euch der Wolfgang, Matt und Marius vorstellen werden. Eingefleischte 3W-Fans, die wissen das, dass ich immer wieder bei der Entwicklung von Modellen für 3W beratend zur Seite gestanden bin. Das waren früher auch die Extras, die ich beim TOC geflogen habe, aber auch die Extra-Fan und die Votec-Fan. Und auf dieser Basis kommt demnächst etwas Neues, was hier noch abgedeckt ist. Und da freue ich mich auch schon drauf und ich möchte jetzt das Wort weitergeben an den Marius. Also servus, ich bin der Marius und wie der Wolfgang eben schon gerade gesagt hat, darf ich jetzt hier noch was zu dem neuen Flieger sagen. Und freue mich da schon richtig. Und zwar war ich da eben für die Konstruktion zuständig und habe das dann eben nach Wolfgangs Vorlagen eben so konstruiert. Das ist jetzt halt eben der erste Prototyp mal, den wir da jetzt halt gebaut haben und auch geflogen sind. Und schauen dann eben noch, was es da an Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dass man da eben das Beste aus dem Flieger rausholen kann. Und am Ende wird es dann eben auch geschaut, dem Erbauer oder dem Kunden eben möglichst leicht zu machen, das Modell auch zu erbauen und dann möglichst schnell zu fliegen. Also das Motor sollte eigentlich sein, morgens gekauft, am Nachmittag schon geflogen. Und deswegen werden dann auch diverse Packages angeboten, wo dann Servos oder auch schon der Motor dabei ist. Und dass man dann möglichst wenig einfach sich noch zusammensuchen muss und das alles ein stimmiges Package dann am Schluss ist, um den Flieger eben möglichst schnell auch fertig zu bekommen und auch ein gutes Setup und ein stimmiges Setup für den Flieger dann eben zu haben. Und nun kommen wir zum besten Teil des Videos, nämlich die Verlosung. Wie auf Social Media angekündigt, konntet ihr einiges gewinnen. Auf Facebook hattet ihr die Möglichkeit, einen neuen 3W70 Reihenmotor zu gewinnen.
den Bausatz eines Grupplifters und als dritten Platz 5 Liter Smokeöl. Auf Instagram hattet ihr die Möglichkeit, einen 3W70 Boxer, einen RES Sport und ebenfalls 5 Liter Smokeöl zu gewinnen. Und das Beste, die Gewinner werden jetzt ausgelost. So, und für die Gewinner noch einen kleinen Trommelwirbel. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, viel Spaß mit euren neuen Produkten. Wir werden euch natürlich kontaktieren per Direktnachricht auf Social Media. Und vielen Dank noch an alle, die mitgemacht haben. Mitmachen lohnt sich. Also abonniert unseren Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Mehr in diese Richtung wird kommen. Im Namen des 3W-Teams möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken und wir sehen uns hoffentlich 2021 auf Flugzahlen. Bis bald.